Hallöchen und herzlich willkommen bei Episode Nummer 12, meine ich, steht da vorne dran. Das ganze Dutzend voll jetzt. Das ein ganzes Dutzend Trikottausch. Mein Name ist Dominik, das ist Jan. Wir sind immer noch bei One Football unterwegs. Ich bin 27, er ist 28, damit wir das auch mal wieder drin haben. Und wir sind beide hier im privaten Rahmen unterwegs. Und heute sind wir hier, um mal wieder über Bundesliga-Trikots zu sprechen. Das wird der eine oder andere jetzt sagen, haben wir schon mal gemacht. Aber tatsächlich ist das A sehr lange her. Und B haben wir da auch, glaube ich, nur 3 oder 4 Vereine abgewickelt. Und mittlerweile ist ja doch noch ein bisschen was dazugekommen. Und dementsprechend machen wir es jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber bevor wir wieder mit den Trikots der Bundesliga anfangen, müssen wir ja noch das Quiz der Woche auflösen, beziehungsweise das kommt diesmal dir zugute, Jan. Geben Sie alles. Ja, also es ist ja ganz offensichtlich schon mal ein Bayern-Heimtrikot. So viel kriege ich noch hin und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht Bayern genug, nicht genug Bayern-Fan, anders als du dann offensichtlich, Das ist eine Leihgabe. Das ist ganz wichtig an der Stelle, das ist eine Leihgabe. um mir da hundertprozentig sicher zu sein. Also ich kriege so ganz harte, oder ich spüre hier so ganz harte DSF-Bundesliga-Rückblick-Vibes. Wir haben es ja schon gesehen, Klinsmann auf der Rückseite. Klinsmann war, glaube ich, nicht so lange bei den Bayern. Ne? Nicht nur, weil er da mal in die Tonne getreten hat, sondern weil es einfach nicht funktioniert hat. Mitte der 90er ist mein Gefühl, ich sage 95, 96, Heim. Korrekt. What? Aber, muss man jetzt dazu sagen, 96, 97 hätte auch gegolten. Denn die Bayern haben es tatsächlich geschafft, ein Heimtrikot, damals in den 90ern, wo Marketing anscheinend noch eher ein Fremdwort war, ein Heimtrikot über 2 Jahre zu tragen. Tatsächlich. Also es war 95, 96, 96, 97, wobei man jetzt sagen muss, das war ja auch egal, was die Bayern für ein Trikot getragen haben, denn zu dieser Zeit waren ja auch andere Vereine in den 90ern relativ erfolgreich. Mittlerweile haben ja alle Bundesligisten ihre Trikots weitestgehend, kann man sagen, veröffentlicht. Gut, mittlerweile sind wir eher bei den Veröffentlichungen der Woche. Und jetzt sind wir für alle Berliner, für alle Brandenburger, für alle Herthaner sind wir hier am Start. Es geht um Berlin. Ja, um den guten Verein aus Berlin. Um Hertha. Das Heimtrikot würde ich jetzt mal gar nicht so ausführlich besprechen wollen. Das ist nicht so gelungen diese Saison. Also einmal kurz zum Gucken und weg damit. Sondern tatsächlich würde ich eher auf das Auswärtstrikot zu sprechen kommen. Zu Recht. Relativ schlicht auf den ersten Blick. Dunkelblau bzw. schwarz. Dazu ganz nette Akzentfarben, wie ich finde, in 2 Blautönen. An den Ärmelenden, am Kragen. Ich hätte es mir tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht, zum Beispiel im Nike-Logo, vielleicht auch als Umrandung für das Hertha-Logo, auf jeden Fall auch für das Sponsorenlogo. Und der Sponsor hat sich ja auch zum Beispiel im Vergleich zum Heimtrikot, hat er die Farben ja angepasst, von daher hätte man die Farben auch komplett anpassen können an die Akzentfarben. Das verstehe ich nämlich zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn ich sage, bei einem Auswärtstrikot, was vergleichsweise ja vielleicht nicht so wichtig ist, kann ich doch genauso auch sagen, okay, wenn ich es eh schon eingefärbt habe, mache ich es beim anderen genauso. Ja, ganz oder gar nicht halt, ne? Ja. Und vielleicht grundsätzlich noch ein bisschen so eine Musterung hätte ich mir noch gewünscht, aber grundsätzlich finde ich es in Ordnung. Und damit kommen wir erstmal von der Hauptstadt Deutschlands ins Herz von Europa. Wir kommen zu Eintracht Frankfurt oder, wie ich in diesem Fall sagen würde, zu Eintracht Holland, Oranje Frankfurt, ich bin mir nicht ganz sicher. Bringen wir es auf den Punkt, das Template ist geklaut. Fertig aus. Also die Idee mit diesem Hemdkragen taugt aus meiner Sicht für außerhalb des Platzes, auch 1860 München zum Beispiel bei diesem Trikot, wunderschön, halt nicht für Platz. So. Und boah, nee, tut mir leid. Also da hatte Frankfurt schon deutlich bessere Shirts. Also ich würde jetzt sagen, dass Frankfurt gesehen hat, dass es bei den Niederländern wirklich gut funktioniert hat. Also wir haben es ja beide als relativ schick damals auch eingeordnet, eingestuft. Und dann hat man sich eben gedacht, machen wir das eben auch. Also ich finde es tatsächlich auch nicht so verkehrt. Ich finde, es hat einen angenehmen, edlen Look. Ich weiß, oder ich bin mir nur relativ sicher, dass Hinteregger, der wird nicht so einen Gefallen dran haben. Der hat ja ein Problem mit Hemdkragen oder beziehungsweise mit Stehkragen. Hat sich die ja auch schon mal selbst abgeschnitten und ich glaube, das werden wir dann in dieser Saison auch des Öfteren sehen. Wir kommen lass es uns sagen, zum größten Verbrechen in dieser Bundesliga-Saison. Jan, ich glaube, wir sind uns da komplett einig. Da sind wir uns hier aber so komplett einig. Also, wir sind bei Augsburg. Und das ist nicht nur für Leute, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, ein absoluter Albtraum. Also ich glaube, wenn man nicht Niklas Levinson heißt, dann kann man dieses Trikot nur hässlich finden. No front Niklas, aber... Er hat's gefeiert, aber so,
Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja. Im Vorlauf der Folge haben wir beide schon mal so ein bisschen, naja, nennen wir es Singen? War das Singen? Wir nennen es mal Singen. Okay. Auf jeden Fall hat von Dominik habe ich doch so ein bisschen Grönemeyer gehört. Ich weiß nicht, willst du uns jetzt vielleicht beim nächsten Verein auch noch mal was vorsingen? Hast du es auch schon mal bei Schalke versucht? Ja, auf gar keinen Fall. Also ich habe intern nochmal mich reflektiert, wie es so schon heißt im Wahlkampfjahr, und bin zum Schluss gekommen, das darf einfach nicht weiter sein. Ich glaube, wir werden sonst von YouTube gesperrt. Wir kommen dennoch zum VfL Bochum und zu einer Schönheit, die schon deswegen schön ist, weil sie den Farbnamen Flutlicht blau bekommen hat. Das klingt schon spektakulär, und ich finde auch tatsächlich, das Trikot sieht jetzt gar nicht so spektakulär aus. Es sind einfach Streifen auf dem blauen Grund. Ja, aber dieses Shiny, also genau, quasi deswegen, genau, das macht es dann doch besonders, und dann wirken so diese weißen Applikationen, wirken dann in der Summe einfach doch harmonisch, edel. Manchmal ist eben weniger mehr, ne? Wie gemacht eigentlich für einen Freitagabend, wenn man quasi ins Stadion kommt und macht es nur so tschang, also das ist ja, früher zumindest war es immer so, wenn Flutlichtmasten angehen, dann hörst du das. So. Und in dem Fall muss man sagen, da habe ich persönlich auch schon richtig Bock drauf, auch wenn die Bochumer eher so den Bayern zugetan sind, was Fanfreundschaften und sowas angeht, aber Bochum einfach so ein Verein, der muss in die Bundesliga, und dann braucht er auch so richtig geile Flutlichtspiele. Wir kommen zum nächsten Verein, wo ein Bochumer wahrscheinlich einfach nur sagen würde, was ist das denn? Wir kommen zu Leipzig und einem Versuch eines Auswärtstrikots, würde ich behaupten, aber Jan ist da ganz anderer Meinung. Ich würde gerade sagen, da gehen unsere Meinungen wieder auseinander, denn ich finde das tatsächlich, gerade für ein Auswärtstrikot, finde ich, ist das sehr gelungen. Also es ist mehr oder weniger das gleiche Template wie das Heimtrikot, aber eben in einer sehr bunten Ausführung. Es hebt sich ab, das ist erstmal so das Wichtige, mit einer dunkleren Basis, und dann hat man eben gelb, blau drauf, man hat ein bisschen rot drauf. Ich finde, das ist so in verschwommenen Linien. Ich finde, das ist ziemlich cool. Das ist so ein angenehm bunter Style. Das finde ich ziemlich cool. Den Dschungel verortet man ja so eher primär, würde ich mal behaupten, in Südamerika. Wenn wir jetzt aber auf die Trikots der neuen Saison schauen, könnte man meinen, der Dschungel ist jetzt auch irgendwie so im Schwarzwald heimisch. Ne? Also wenn ich mir das Freiburg-Trikot anschaue. Man kennt ihn, den Dschungel im Dreisamen sozusagen. Ich finde es für Freiburg erstaunlich gewagt tatsächlich, und auch irgendwie ziemlich cool. Und wenn wir jetzt nicht nur das Heimtrikot betrachten, sondern auch das Auswärtsshirt, finde ich, macht Freiburg mal einen richtig coolen Job. Also dafür, dass man in den letzten Jahren immer gesehen hat, Freiburg hat Nike, Freiburg hat ein relativ, ja, sagen wir mal, simples, war quasi so ein bisschen, Entschuldigung, aber das Heidenheim der ersten Liga, weil sie halt immer sehr einfache Baukästen-Trikots von von Nike bekommen haben. So. Und in dem Fall kann man wirklich sagen, Signature-Look für Freiburg. Hast rein. Ja, und auch gerade, du sagst, es ist ein bisschen gewagter, aber ich finde, es ist trotzdem angenehm dezent, so diese Musterung. Und dazu ja auch mit Ausnahme des Sponsors, der ja auch in den Vorjahren schon immer ein bisschen problematisch war, ist es dann eben auch sehr rund. Dominik, ich habe gehört, in deiner DNA steckt so ein bisschen so dieses VW mit drin. Hört man so. Deswegen darfst du jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz was über das Wolfsburg-Trikot sagen oder vielleicht auch den Hintergrund erklären. Auf jeden Fall würde ich sagen, ein Trikot, was in Italien so nicht mehr stattfinden dürfte, um das mal ganz schnell auf die Karte zu bringen. Ja, ansonsten, Wolfsburg, also eigentlich ja ein okayer Verein, muss man leider sagen. Also ja, Plastik hin oder her, aber eigentlich hätten sie ein cooles Stadion, haben eine relativ okaye Lage, ruhiges Umfeld, und dann bringen sie oft solche Trikots raus, wo ich sage, boah, also wieso denn? Also wieso muss das so grell sein? Jetzt stell dir vor, du hast so einen HDR-Fernseher für 4K Sky Schlag mich tot. Das ist ja kaum noch zu unterscheiden dann mit einem Rasen. Also, sorry Wolfsburg, aber da vielleicht nochmal hinsetzen oder vielleicht mal die Helligkeit ein bisschen runterschrauben. Das waren die Bundesliga-Trikots bis hierhin. Es sei schon mal gespoilert, dass es noch eine zweite Folge gibt. Und wir haben die Trikots, die Vereine genau so aufgeteilt, dass sich jetzt bei diesen 7 Trikots oder bei diesen 7 Vereinen, die wir gerade besprochen haben, so ein kleines Quiz versteckt hat. Lasst uns mal wissen, ob ihr die Gemeinsamkeit, die alle Vereine, die wir gerade besprochen haben, teilen, ob ihr die findet. Wir kommen zum Fulkid Ranker der Woche, und der kommt aus England. Ja, kennen wir irgendwie schon, ne? Ja. Arsenal-Fan ist es, mit dem Heimtrikot aus der Saison
2016, 17, passende Hose hat er dazu. Stutzen sehen farblich passend aus. Aber? Ja, haben nicht Puma also sind nicht von Puma. Weshalb wir da leicht Abzüge vornehmen müssen. Ich sag mal 8 von 10. Ja, für die stolze Pose, die er dabei einnimmt, 8,5 von 10. Storytime? Jan. Ja. Einfach mal so. Ganz kurz. Und Bundesliga. Hertha. Welche Überraschung. Schaffen wir auch noch ganze Sätze? Ja. Ja. Doch. Also, das ist das Heimtrikot aus der Saison 2018, 2019. Und ich dachte mir, gut, wenn wir eben wirklich über Bundesliga sprechen, dann nehme ich doch nochmal Hertha. Und Rückseite ganz kurz ist, Entschuldigung, du wolltest gerade auch. Nö, alles gut. Rückseite ist ja auch schon mal gezeigt, ist Ondrej Duda ist das. Nicht Ondrej, wie manche Kommentatoren sagen. Und das ist jedenfalls ein Trikot, was ich gratis bekommen habe. Und zwar, weil ich in der Saison seinerzeit bei Hertha ein Praktikum absolviert habe in der Online-Redaktion. Und da durfte man sich dann am Ende noch ein Trikot aussuchen, entweder heim oder auswärts und dann eben noch mit Flock. Und ich habe mich eben damals für das Heimtrikot entschieden, auch wenn ich sagen muss, dass das jetzt nicht so das beste Design ist, was wir innerhalb der letzten paar Jahre hatten. Es ist schon besser als das aktuelle Heimtrikot. Es ist halt umsonst. Und das ist vor allem umsonst. Fairerweise. Ne? Also das sind ja locker wieder wahrscheinlich 100 Euro, ja, die dazu kommen. Mit Flock, ne? Genau. Und für Ondrej Duda hatte ich mich seinerzeit entschieden, weil ich den bei einem Interview auch mal persönlich begleiten durfte. Das war damals mit Sky. Und Ondrej ganz, ganz fein, nicht nur ein feiner Fußballer, sondern auch wirklich ein feiner Kerl, war total lieb und hat mich danach sogar auch noch zurückgefahren zur Geschäftsstelle. Ja, sonst hätte ich da noch gut 10 Minuten laufen dürfen. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich dann am Ende auch unbedingt sein Trikot haben wollte. Deswegen hängt jetzt hier Ondrej Duda. Bis eben hatte ich meine Augen geschlossen. Das haben Sie wieder verpasst, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir kommen zum Quiz der Woche. Ich bin nicht dran und ich hoffe, der Jan macht dich einfach wieder den Ajax, wie ich es jetzt nenne. Ja, the stage is yours. Ja, nee, ich bringe jetzt einfach nochmal Hertha. Da brauche ich jetzt, glaube ich, kein Geheimnis mehr draus machen, dass das ein Hertha-Trikot ist. Wie gesagt, wir waren bei der Bundesliga. Ich dachte mir, da passt das halt immer noch gut. Und jetzt haben wir das Bayern-Trikot mittlerweile auch erfolgreich abgedeckt, oder? Es guckt nur noch ganz leicht raus. Boah. Ja, also, ihr seht schon, Dominik muss überlegen, er hat wie immer eine Woche Zeit. Zum Glück. Ja, das Gleiche gilt jetzt für euch. Ihr könnt euch aber auch nur 5 Minuten Zeit lassen, wenn ihr wollt, und uns das direkt in die Kommentare schreiben, was ihr denn vermutet, welches Trikot das ist. Wenn ihr Hertha-Fans zum Beispiel seid. Genau. Kann sein. Oder auch, ihr dürft auch gerne das versteckte Quiz eben bei den Veröffentlichungen der Woche uns darauf antworten. Ihr dürft uns gerne auch wieder Bilder für den Full Kit Wanker zuschicken. Ihr dürft uns auch gerne sonstiges Feedback dalassen. Freuen wir uns immer drüber. Vollkommen egal, ja. Ja. Und ansonsten war es das, ne? Wir bedanken uns wie immer. So sieht's aus. Dann war es das heute. Tschüss.